Heute teste ich für euch den belüfteten Rennsitz C1 Cold Fusion von Eau Rouge. Wir sprechen über die Sitzmontage, die technischen Hintergründe und wie üblich gibt es einen ausführlichen Rennstreckentest. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Der Sitz wurde über den österreichischen Distributor simracer.at vermittelt und von Eau Rouge zur Verfügung gestellt. Ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms der Anbieter. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews, doch nun kann's losgehen. Beginnen wir mit den Unternehmen. Eau Rouge ist ein in Belgien ansässiges Unternehmen, welches von Tom Castermans gegründet wurde. Tom war selbst jahrelang im Motorsport tätig und seit 2012 werden Simulatoren und die dazugehörige Peripherie angeboten. Im Portfolio von Eau Rouge finden sich Cockpits, Sitze, Lenkräder und dazu passende Accessoires wieder. Die Ware kann über den hauseigenen Eau Rouge Webshop oder wie in meinem Fall über einen ansässigen Distributor bezogen werden. Der in Österreich beheimatete Vertrieb FEO bietet über den Webshop simracer.at diverse Peripherie passend zum Thema Simracing an. Mit dabei sind Marken wie SimGrade oder die aus meinem Kanal bekannten Produkte von Moser Racing, Asetek und eben auch der heute vorgestellte Sitz von Eau Rouge. Kapitel Nummer 1: Preis und Bezug. Das Modell Eau Rouge Sitz C1 Cold Fusion, so heißt dieses Ding, ist zum UVP von 749,99 € direkt über die Eau Rouge Homepage erhältlich. Alternativ bietet simracer.at internationalen Versand sowie Selbstabholung im Store in Wien an. Sitzleider, auch Laufschienen genannt, und Sitzhalterungen, auch als Sitzbrackets oder Sitzkonsolen bezeichnet, müssen wie immer separat budgetiert werden. In diesem Test zeige ich euch später, wie diese zusammengesetzt werden. Kapitel Nummer 2: Die technischen Daten. Der Sitz ist nicht FIA homologiert und somit nicht in echten Rennfahrzeugen verwendbar. Der C1 Cold Fusion besteht aus einer Schale aus Fiberglas. Dieser Aufbau ist euch aus meinen anderen Rennsitz-Reviews der gehobenen Preisklasse bereits bekannt. An dieser Stelle sehen wir uns den Cold Fusion C1 am besten live und direkt am Rig an, damit ich euch die genauen Hintergründe erklären kann. Sehen wir uns den Eau Rouge C1 Cold Fusion in der Nahaufnahme an. Ihr habt einen gewohnten Rennsitz. Ich habe mehrere von diesen Dingen bereits in meinem Kanal für euch reviewt. Der sieht auf den ersten Blick nicht anders aus wie andere Rennsitze. Doch hier gleich bei der Rückansicht, ich nehme hier mal die Cam in die Hand, damit ihr mit mir mitgucken könnt und etwas Licht, seht ihr diese verbauten Lüfter, beziehungsweise ihr seht hier Lüftergitter, hier aus Kunststoff eingefasst in die Sitzschale. Und darunter befinden sich, ich fotografiere euch das später nochmal ab, diese Lüfter. 1, 2 und hier an der Rückseite unten noch einer. Ihr habt einen vierten Lüfter verbaut, der ist unter eurem Gesäß. Ich filme mal unten rein, ich weiß nicht, ob ich das auf die Cam bekomme. Da solltet ihr jetzt unterseitig unter eurem Gesäß noch einen vierten Lüfter erkennen. Rückseitig ansonsten hier die Gurtdurchführungen, das ist der allübliche Standard. Ihr habt hier diese Fiberglasschale in schwarz glänzend, einen Überzug bei diesem Sitz. Ihr habt ebenso die seitlichen Gurtdurchführungen und sitzseitig rechts, da habt ihr jetzt die Steuerung für diese Belüftung verbaut. Das seht ihr hier an dieser Seite. Da habt ihr so ein Drehrad eingefasst mit so einem Chromring und Beschriftung samt Beleuchtung. Wenn ihr jetzt hier aufdreht, seht ihr auch hier so einen roten Spot, der euch signalisiert, das Ding ist aufgedreht. Ihr habt stufenweise Verstellung, gehen wir das nochmal durch. Hier von Off, Stufe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 maximal. Da hört ihr auch schon die Lüfter ordentlich arbeiten. Die sind dann sehr gut hörbar bei dieser Verstellung. Gehen wir ins andere Extrem. Hier Stufe 1. Vernehmt ihr die Lüfter natürlich nicht mehr in diesem lauten Rauschen, jetzt wie wenn ihr die auf Max betreibt. Was gibt es jetzt noch zum Sitz zu sagen?
für euch ein paar wichtige Details. Der Sitz an sich unauffällig. Ihr habt oberseitig diesen Schriftzug von Rouge hier. Ich stelle das Licht jetzt nochmal um, dass wir uns dieses Ding innenseitig nochmal angucken können. Das heißt, übliche, sehr dezente Beschriftung. Und welche Features bzw. welche Maße bietet dieser Sitz noch? Das heißt, wenn ich jetzt die Cam hier nochmal umstelle für euch, sehen wir uns das Ding nochmal hier in Nahaufnahme an. Ihr habt diese seitlichen Schulterpads, die ihr abnehmen könnt, hier über das Glättband. Da habt ihr so einen Klettverschluss und könnt diese dann nach Belieben anbringen. Hier passen diese wunderbar rein. Dann habt ihr abnehmbar hier unterseitig auch die Fußablage. Da könnt ihr dann hier unterseitig hier reingucken. Ich drehe euch die Cam hier nochmal etwas rein. Dann könnt ihr euch dies angucken. Hier seht ihr jetzt wunderbar diese Verkabelung, die dann eben zur Steuereinheit auf der rechten Seite führt. Alles sehr sauber verkabelt. Ihr seht diese gut isolierten Kabel hier, rückseitig zu den Lüfter gehend und hier seitlich zur Steuereinheit. Viel Spannenderes gibt es hier jetzt unterseitig nicht zu berichten. Ihr bekommt von dieser ganzen Verkabelung im Prinzip nichts mit. Es ist alles sehr sauber jetzt verkleidet, so würde ich dies jetzt nennen. Gehen wir noch mal ein paar Abmaße für euch jetzt durch. Ihr seid, wenn ihr jetzt in dem Sitz mit den Hüften gemessen drin sitzt, hier innenseitig ganz hinten mit 34, nach vorne gehend 35, 36 und 38 cm. Das sind jetzt so diese Innenmaße und nach oben hingehend relativ parallel. Da sind wir bei 34, 34 und auch hier oberseitig im Bereich 34. Ihr seht, bei diesem Sitz habt ihr so eine nach oben hingehende offene Bauform. Das heißt, der Sitz, der nimmt euch unterseitig rund um die Hüften relativ eng auf. Und nach oben hin gibt euch dieser Sitz die entsprechende Schulterfreiheit, um euch dann zu bewegen zu können im Rallye-Einsatz, Drift-Einsatz, damit ihr hier im Schultergürtel frei seid und klarerweise auch nicht dieses zu beengte Gefühl oberseitig habt. Ist auch dann ein Vorteil in Sachen thermischer Entwicklung, wie sich dies anfühlt. Zurück vom Rig machen wir weiter mit Kapitel Nummer 3, das ist die Optik und Materialauswahl. In Sachen Optik macht der C1 Cold Fusion einen guten Eindruck. Die Fiberglas-Sitzschale ist sauber verarbeitet und die Lüfter sind unauffällig integriert. Im Kopfbereich ist das Firmenlogo eingenäht, ansonsten bietet der Sitz einen unaufgeregten Understatement-Look in Schwarz. Die Lüftersteuerung wurde optisch ansprechend angebracht und wirkt mit Chromring und LED-Beleuchtung sehr edel. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 4, das ist die Verarbeitung und die Haptik. Diesbezüglich gibt es nichts zu kritisieren, außer die nicht an die Sitzschalenwölbung angepassten Abdeckungen der Gurtdurchführungen und die nicht exakt anliegenden Gitter für die darunter angebrachten Lüfter. Alle für den Renneinsatz relevanten Komponenten wurden mit dem in dieser Preisklasse gewohnten Standard sauber verarbeitet und ausgeführt. Die haptische Bedienung der Lüftersteuerung ist durch eine gut spürbare Rasterung sehr gut gelungen. Der Drehknopf fühlt sich ebenso sehr wertig an. Kapitel Nummer 5, die Montage. Wir gehen wieder live ans Rig und ich erkläre euch Schritt für Schritt, wie ihr den Cold Fusion C1 mittels Sitzleiter und Sitzkonsolen montiert bekommt. Gucken wir uns die Montage dieses Sitzes jetzt einmal näher an. Ihr könnt jetzt direkt bei SimRacer.at auch entsprechende Sitzleiter, entsprechende Sitzbrackets dazu bestellen. Ich zeige euch dies nochmal in der Nahaufnahme, wie ihr so einen Sitz an einen Rig montiert bekommt. Ich habe hier einen SimLab X1 Pro, derzeit im Einsatz. Die Montage gelingt denkbar einfach. Ich nehme euch hier mit der Cam etwas näher ran. Ihr könnt dies gut erkennen. Ihr habt bei einer Montage eines üblichen Sitzes, empfehle ich immer, Sitzleiter zu verbauen. Das sind diese Dinger hier unterhalb mit dieser Schiene und auf diese Schiene montiert diese Sitzkonsolen, diese Sitzbrackets, das sind diese Dinger hier. Das heißt, du hast dann oberseitig bzw. vorderseitig diesen Bügel, den kennt ihr auch aus üblichen PKW,
Der ist hier jetzt unter dem Sitz und wenn ihr diesen zieht, dann könnt ihr den Sitz entsprechend nach vorne und nach hinten sliden. Was gibt es hierbei zu beachten? Relativ wenig. Wie flexibel ist so eine Sitzmontage? Die ist in diesem Fall bei diesem Rig sehr flexibel. Ihr könnt diese Aluprofile hier nach außen setzen, nach innen setzen und entsprechend dann die Sitzbreite variieren. Ihr habt so eine Sitzbreite, ich messe euch das auch jetzt hier nochmal raus, bei diesem Rouge C1 Cold Fusion. Da seid ihr bei den Brackets bei einem Abstand, ich versuche das hier außenseitig abzumessen, ungefähr bei 410 mm. Das heißt, ihr stellt euch den Abstand dieser Aluprofile bei diesem Rig auf eine Breite von, das gebe ich euch jetzt auch nochmal durch, von um die 395 mm ein. Und wenn ihr dies gemacht habt, dann habt ihr so dieses klassische Sitzbracket bzw. Sitzkonsolenprofil hier nach außen gehend und über diese Winkelung kommt ihr dann auf einen Außenabstand von 410 mm, wo ihr dann dieses Bracket, diese Konsole verschrauben könnt. Ihr seht das hier innenseitig, ihr habt einfach Nuttensteine in die Aluprofile eingebracht, hier diese M8 Schrauben hier eingedreht und das Sitzbracket selbst verschraubt ihr dann ebenso mit M8 Schrauben von unten hier mit dieser Laufschiene. Viel mehr gibt es dabei nicht zu beachten. Hier seitlich drauf betrachtet, vielleicht noch vom Lochbild, verbaut diese Sitzkonsolen immer so, dass ihr hier vorderseitig mehr Lochreihen habt wie auf der Rückseite. Jetzt erlaubt euch dies hier über diese Lochreihe vorderseitig hier eine obere Position zu wählen. Hier auf der Lochreihe rückseitig eine tiefere Position. Das hilft euch dann, wenn ihr den Sitz anstellen wollt. Das heißt, wenn ihr so eine Neigung, damit ihr etwas in den Sitz nach hinten gedrückt bzw. zurückgelehnt sitzt, damit ihr dann drinnen sitzt. Viel mehr gibt es jetzt zu der Montage nicht zu sagen. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Solche Sitzleider, die kosten ab um die 40 € und diese Sitzkonsolen hier seitlich gibt es in verschiedenen Ausführungen. Da seid ihr auch ab 40, 50 € mit dabei. Ich empfehle unbedingt so ein Bundle mit Sitzschienen und Sitzkonsolen um 80, 90 € auf jeden Fall dazu zu nehmen. Das hilft euch enorm in Sachen Komfort. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 6, das ist die Ergonomie und das Sitzgefühl. Die Abmessungen solltet ihr vor dem Kauf immer studieren, da ein Probesitzen in den seltensten Fällen möglich ist, außer ihr besucht mich hier in meinem Simracing Testcenter in Salzburg. Mein Feedback bezieht sich auf meine Körpermasse von knapp 1,90 Meter Größe und rund um die 90 bis 95 Kilogramm Körpergewicht. Im Gesäßbereich sind die Platzverhältnisse eher sportlich und eng angelegt, gehen mit meinen Körpermaßen aber noch in Ordnung. Der Rouge C1 Cold Fusion bietet großzügige Platzverhältnisse im oberen Rücken- und Kopfbereich. Ich sitze nicht eingekeilt und somit bleibt der Schultergürtel frei beweglich und fühlt sich nach oben hin luftig an. Der Sitzkomfort ist gut gepolstert angelegt. Bei längeren Sessions gibt es keine Komfortbeschwerden. Die Schenkelauflage trägt angenehm auf und drückt nicht auf die Oberschenkel. Über alles Weitere sprechen wir dann im nächsten Kapitel, unserem Rennstreckentest. Kapitel Nummer 7, das ist unser Rennstreckentest. Ein Kapitel, das wir uns wie gewohnt wieder live und direkt am Rig angucken. Viel Spaß damit. Kommen wir zum heutigen Rennstreckentest. Wir sind unterwegs mit Assetto Corsa, dem alten Assetto Corsa, hier auf einem Simlab X1 Pro Rig. Darauf montiert eine Thrustmaster T818 Direct Drive Wheelbase, die ich vor kurzem für euch sehr ausführlich reviewt habe. Einem Thrustmaster Open Wheel. Hier haben wir noch einen sequentiellen Shifter bzw. die TSS Handbrake von Thrustmaster montiert. Und das Ganze wird mit Motion bewegt von Simrig SR2. Montiert eben unser Rouge C1 Cold Fusion Sitz. Und jetzt zu meinen ersten Fahreindrücken. Gehen wir mal ein auf die Lautstärke. Was hört ihr von dieser Kühlung dieses Sitzes? Ich habe jetzt den Spielesound komplett mal rausgenommen. Bin jetzt mit Stufe 1 der Sitzlüftung unterwegs. Und ich höre
aus dem Hintergrund bzw. über diese 3 Lüfter einsäuseln. Das heißt, ich kann die Lüfter vernehmen, ich höre dies. Ich drehe jetzt nochmal ab. Beziehungsweise wie würde ich dieses Säuseln jetzt einschätzen? Das ist so auf einem Bereich, mein PC, der steht hier drüben in 2-3 Meter Entfernung. Da höre ich jetzt eher die Grafikkarte etwas lauter raussäuseln aus meinem PC-Gehäuse als die Lüfter hier. Ja, ungefähr ähnliches Niveau wie eine leicht säuselnde Grafikkarte aus einem PC, so würde ich dies jetzt beschreiben. Wenn ich jetzt hier hochgehe auf Stufe 2, werden die Sitzlüfter etwas präsenter, die höre ich gut raus, ohne Spielesound, wohlgemerkt. Auf Stufe 3 werden die relativ deutlich hörbar, wenn ihr ohne Spielesound unterwegs seid. Und 4, 5 und 6, da hört die schon ziemlich laut arbeiten. Gehen wir jetzt mal runter auf ein realistisches Szenario, Stufe 1 und einen moderaten Spielesound. Das wäre jetzt so ein Spielesound, mit dem ihr unterwegs seid, der relativ kräftig hörbar ist. Und unter Stufe 1 könnt ihr die Lüfter des Sitzes nicht wahrnehmen. Gehen wir auf Stufe 2 hoch. Ebenso wenig die Sitzlüfter sind in diesem Fall, in diesem Szenario nicht hörbar. Gehen wir auf Stufe 3 hoch. Also ich muss die Lüfter schon auf Maximalstufe hochknallen, um hier zu erahnen, dass in diesem Sitz Lüfter verbaut sind. Bei einem relativ gut hörbaren Spielesound, so würde ich dies jetzt nennen. Seid ihr mit Kopfhörer unterwegs oder noch etwas lauter, werdet ihr die Lüfter selbst bei maximaler Drehzahl nicht wahrnehmen können. Nehmen wir die Stufe jetzt etwas runter, den Sound, damit ich besser mit euch sprechen kann. Für euch der wichtigste Punkt oder einer der wichtigsten Punkte vermutlich, wie fühlt sich diese Kühlung an? Ich habe jetzt bewusst einen Pulli angelassen, um euch rückzumelden, spüre ich dies auch durch, wenn ich jetzt etwas Dickeres anhabe. Üblicherweise bin ich mit kurzen Leibchen hier im Simracing Rig unterwegs, aber ich kann euch rückmelden, ich habe jetzt diesen Sitz seit mehreren Wochen hier bei mir im Einsatz. Und ich persönlich bin meistens mit Stufe 1 unterwegs. Mir genügt die Stufe 1, um hier eine angenehme, eine sanfte Kühlung über die ganze Sitzrückenfläche zu legen. Und in Sachen kompletter Sitzrückenfläche beziehe ich mich auf den Punkt. Da war ich anfangs auch etwas skeptisch. Ich dachte mir, okay, 3 Lüfter verbaut, hier hinter noch ein Lüfter, habe ich hier so Cool Spots, so kühle Stellen, an denen eben die Lüfter hier meinen Rücken sozusagen befeuern. Aber hier Eau Rouge hat dies sehr geschickt gelöst, über dieses Mesh, über dieses Textil, diese Kühlung zu verbreiten bzw. über den ganzen Körper zu transportieren. Ich habe ein sehr angenehmes, kaltes, kühles Gefühl hier über den Rücken. Das spüre ich beginnend von hier ganz unterseitig im Lendenwirbelbereich und es geht hier über meine komplette Rückenfläche bis hier nahezu zum Schultergürtel. Hier spüre ich eine angenehme Kühlung, auch auf Stufe 1. Ich gehe jetzt mal hoch auf Stufe 3 beispielsweise. Das ist für mich so eine Kühlung, bei Stufe 3 würde ich sagen, das wird mir persönlich dann schon fast zu viel. Das heißt, ich bin im Bereich Kühlungsstufe 1 und 2 unterwegs. Als der Sitz bei mir ankam, hatten wir noch einige wärmere herbstliche Tage. Da hatte ich hier auch im Büro um die 23, 24 Grad. Das war ein sehr angenehmes Gefühl. Das heißt für mich die Stufe 1 eigentlich ausreichend. Mehr an Kühlung benötige ich für meinen Rücken nicht. Wie bereits erwähnt, keine Cool Spots, sondern gleichmäßig verteilt über die gesamte Sitzrückenfläche. Ist das ein Gimmick oder nicht? Definitiv nein.
Diese Kühlung funktioniert, die liefert das, was der Sitzhersteller verspricht. Das kommt jetzt nicht nur aus meinem Mund, sondern ich hatte jetzt um die 10, 15 Leute auch hier im Testcenter bei mir, die dasselbe bestätigen, die erstaunt waren, wie gut dieses Feature funktioniert. Das waren so die Eindrücke jetzt von mir, von meinen Kunden hier im Testcenter. Kurz nochmal zur Bedienung. Ihr habt hier rechts unterseitig diese Bedieneinheit verbaut, die relativ professionell ist, so auch bei einem echten Fahrzeug im Einsatz sein könnte, ohne dass ihr euch dabei etwas denkt. Ihr habt eine sanft und eine klar gerasterte Abstufung dieser 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kühlstufen. Gut erreichbar, in meinen Augen ergonomisch gut angebracht. Und das soll es jetzt vom Rennstreckentest gewesen sein. Jetzt ganz kurz nochmal zur Sitzergonomie. Ihr habt, wie bereits erwähnt, im Bereich eurer Hüften seid ihr gut eingepasst in diesen Sitz. Ich würde jetzt sagen, bei meinen Abmaßen von knapp 1,90 Meter Körpergröße und gute 90 Kilogramm Körpergewicht sitze ich gut aufgenommen im Sitz um die Hüften. Ich hätte hier noch etwas Platz, ein paar Weihnachtskekse hier drauf zu futtern. Ich würde sagen, um die gut 100, 105 Kilogramm, wenn ihr ähnlich gebaut seid wie ich, die verträgt dieser Sitz. Ab dann würde es etwas eng werden. Und im oberen Bereich, hier im Schultergürtel, seht ihr, ihr habt den freien Schultergürtel hier, um euch zu bewegen, um hier zu driften, um Rallye zu fahren. Das heißt, der Sitz gibt euch nach oben hin genügend Freiheit. Klarerweise auch für VR-Nutzer. Ihr wisst, üblicherweise bin ich mit VR unterwegs beim Simracen. Und ihr habt ja, wenn ihr jetzt diesen Helm am Kopf habt, das seht ihr hier, absolut keine Bewegungseinschränkungen mit diesen vorstehenden Ohren, die manche Rennsitze haben. Hier haben wir absolut kein Problem in Sachen Eingeschränktheit. Das heißt, ein freies, nach oben hin offenes Sitzgefühl, eine Kühlung, die funktioniert, eine Kühlung, die gleichmäßig über den Rücken verteilt wird, eine Kühlung, die ab Stufe 1 schon deutlich spürbar ist. Ein Sitz für die heißen Sommertage oder auch im Winter, wenn ihr es gern angenehm kühl habt in eurem Sitz. Das soll es nur gewesen sein vom Rennstreckentest. Zurück vom Rennstreckentest, weiter geht's mit Kapitel Nummer 8, die Nachteile. Die Brackets für die Gurtdurchführungen müssen bei einer gekrümmten Sitzschale ebenso gekrümmt ausgeführt werden, sonst stehen diese unsauber über die Sitzschale hervor und hinterlassen einen unschönen Spalt. In diesem Preisbereich hätte ich mir dahingehend eine sauber abschließende Lösung gewünscht. Zweiter Negativaspekt ist die nicht ganz passgenau anliegenden Lüftergitter. Auch hierbei hätte ich mir eine konkretere Befestigung, eventuell Verklebung gewünscht. In Sachen Kabellänge des Netzteils sind ca. 1,5 Meter eher knapp bemessen, um von der Rückseite eines Rigs bis nach vorne hin zur Mauer bzw. Steckdosenleiste zu gelangen. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 9, neutrale Aspekte. Den Preis stufe ich als sehr hoch, aber nicht unverschämt ein. Sitze dieser Qualitätsgüte schlagen üblicherweise ohne Belüftung mit 400 bis 600 Euro zu Buche. Einige davon habe ich bereits für euch in meinem Kanal getestet. Somit kann man etwa 300 Euro Aufpreis für die integrierte Kühlung im Hinterkopf behalten. Ein Umbau, der in Sachen Arbeitszeit nicht in wenigen Minuten erledigt ist, der eigens gestaltete und angebrachte Mesh-Bezug, 4 Lüfter, Steuerung, Elektronik und Netzteil münden in meinen Augen in einer fairen Aufpreispolitik. Kapitel Nummer 10, die Vorteile. Hochwertige Sitzschale und sehr gute Polsterung. Kein Knarzen im Rennstreckenbetrieb und ergonomische Sitzposition. Im Hüftbereich gut eingepasst und nach oben hin offen bietet ein sehr luftiges Sitzgefühl. Die Lüftersteuerung wurde sehr sauber am Sitz befestigt und der Drehregler samt Beleuchtung wird edel. Gleiches gilt für die Haptik bei der Bedienung. Und zu guter Letzt wurde das Konzept der Belüftung tadellos umgesetzt. Keine kühlen Stellen, keine kühlen Spots, sondern eine gleichmäßige Verteilung des Luftstroms über das Mesh bietet Kühlkomfort der Extraklasse, die sich nicht vom Automobilstandard in diversen Luxuskarossen unterscheidet. Kapitel Nummer 11, Fazit und Kaufempfehlung. Rouge besetzt ein noch nicht erschlossenes Feld am Simracing-Markt und tut dies in meinen Augen erfolgreich. Angesprochen werden Simracing-Enthusiasten mit dem entsprechenden Budget, die mit diesem Sitz ein Alleinstellungsmerkmal, ein Komfortfeature an Simracing Rig bringen wollen.
Zusammengefasst bietet die Belüftung einen sehr gut umgesetzten Mehrwert, wenn man sich eine über den ganzen Rücken gleichmäßig verteilte Kühlung schon immer gewünscht hat. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 12, dem Ausblick. Vor dem Ausblick seid nun ihr am Zug. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von diesem belüfteten Rennsitz von Eau Rouge haltet und würdet ihr euch für ein solches Modell entscheiden. Weiter geht's mit den noch offenen Berichten zur Simracing Expo 2022 und parallel dazu gehen die Testrunden mit den neuen Nu Simulation Evo Pedalen auf die Zielgerade. Genießt die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester mit euren Liebsten. Ein intensives Simracing-Jahr 2022 neigt sich dem Ende. Liebe Grüße, danke für euren Support, auch in diesem Jahr. Ich freue mich auf das nächste Jahr mit euch. Stay safe, liebe Grüße, euer Ron.